Eurobike 2024. Willkommen in der Startup Area. Hier treffen sich die Daniel Düsentriebs der Branche und ich nehme euch mal mit. Wir schauen uns die Highlights an. Auf geht's! Wir sind bei Daysaver. Hier ist der Elam. Elam, was habt ihr dieses Jahr neu mitgebracht hier? Ja, einiges. Wir haben eine komplett neue Serie an Tools, Okay. die Incredible Line. Die alte kennt ihr schon, die Essential Line. Jetzt neu haben wir wieder Tools, verschiedene Tools, die man in verschiedenen Art und Weise miteinander kombinieren kann und mitnehmen kann. Das Interessante an diesem Tool ist, hat einen neuen Formfaktor. Also wenn ihr das alte kennt, diesen L-Shape behalten wir, aber das Mal ist es ausklappbar. Wir haben ja auch hier Storage für zusätzliche Bits. Und das Spezielle, diese Bits hier kann man zusammenstecken, je nachdem, wie man sie gerne braucht. Das Schöne an der ganzen Geschichte hier ist, dass wir durch diesen Formfaktor können wir jetzt dieses Tool nicht nur im Rucksack verstauen oder an einem Mount, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, das auch zum Beispiel im Lenker drinne zu verstauen. Das heißt, wir haben hier einen Kopf, den man hier rausziehen kann, und da drin ist dieses Tool. Und wir haben ein Interface entwickelt, was man hier dran eigentlich jedes Tool dran machen kann. Also man kann auf der einen Seite die Schraubgeschichten haben, auf der anderen Seite kann man zum Beispiel den Chainbreaker haben. Das ist wie bei dem letzten Modell. Kann man hier einklicken, hat man hier den Chainbreaker, und auf der anderen Seite haben wir hier die Nadel für die Plugs, die man so mitnehmen kann. Alles in dem runden Formfaktor, den man dann im Lenker versorgen kann oder auch im Steer Mount. Das ist der neue Steer Mount. Passt hier auch alles rein. Ja. Das im Gegensatz zu vielen anderen Tools muss man nicht noch ein Gewinde reinschrauben. Das kann man mit dem Kassettentool hier reinschrauben. Genau, und das expandet einfach. Kann man die Sachen so mitnehmen. Das bringen wir auch noch, das ist ja noch im Prototypenstadium. Durch diesen Formfaktor haben wir die Möglichkeit, alles in solchen Röhrchen zu verstauen. Das kann man auch zwei unter dem Battle Cage haben, einzeln am Rahmen direkt dran machen. Also wir haben hier wieder die volle Modularität. Wir können damit alles machen. Genau. Ab wann gibt es die Tools? Diese Tools sind ab sofort erhältlich. Also seit jetzt der Eurobike. Diese Mounts kommen im Herbst. Okay, vielen Dank, Elam. Super spannend. Danke euch. Wir sind bei Turtle und das ist der Adam, und Turtle bietet schicke Jacken an, die entfernbare, reinsteckbare Protektion haben. Adam, so you can just put this protection inside and then it works? And the idea is when you go cycling, you use the protection, and if not, you just pull it out and... Yes, the idea, if you can go work Mhm. with this jacket, and when you take out the bike, Mhm. you make this, and you can take out the protection. Okay, good. This one, it's water resistant. Mhm. For the night, you have this. You have reflector for the Mhm. night. For respirability here, Mhm. and we have mitten here. Okay, perfect. Yeah, and all is made in France. Okay, very nice. Yeah. Okay, das sind die Klamotten von Turtle. If people want to order it, they can do it online, or how does it work? Yes, online turtle.com. Okay, turtle.com könnt ihr eure Klamotten bestellen. Thank you. Wir sind bei Alpaca. Lukas hatte uns letztes Jahr schon mal die erste Version vorgestellt. Lukas, was hat sich jetzt getan? Ja, die Box ist jetzt sehr schnell aufklappbar. Sag Letztes mal. Mal hat es ein bisschen länger gedauert. Und jetzt? Genau, also unter einer Sekunde, das Ding ist aufgeklappt. Nach wie vor 20 Kilogramm Zuladung, 35 Liter Volumen vom Inhalt her. Wir können auch noch Zubehör mitliefern. Also es gibt dann Innentaschen, Spannnetze, Spanngurte. Wir haben diverse Spannösen. Man soll richtig viel transportieren können im Alltag Okay. und das Ding auch immer dabei haben. Wie geht's zusammen wieder? Genauso schnell. Okay. Und das Schöne ist da, man kann auch Fahrradtaschen einhängen. Also sowohl Ortlieb als auch Thule, VD, die ganzen großen Hersteller haben wir alle getestet. Funktioniert ohne Probleme. Wenn ich so eine Kiste haben will, wo komme ich die her? Wir starten Crowdfunding am 1. September diesen Jahres.
Und ihr könnt jetzt schon auf alpaca-box.de gehen und die Kiste vorbestellen. Was kostet sie ungefähr? Wir starten Crowdfunding bei ungefähr 100 Euro. Mhm. Genau, also wir hoffen, dass das ja, nicht zu viel ist für euch, aber das müssen wir verlangen. Wunderbar, super interessant. Krasses Thema, klasse, wie sich es weiterentwickelt hat. Ja, macht Spaß, ne? Viel Erfolg mit dem Alpaka. Vielen Dank. Hi, we are Michelin and we build titanium folding bikes. Ours is a hybrid folding bike, and we developed this bicycle frame for last 7 years, and it's all patented and everything. So let me quickly show you how it folds. The reason why I call it hybrid folding is because it separates completely. So I release the lever and press the button, it separates. And I put the rear end and the front together, and it attaches. And release the lever here. And I do that. And everything becomes very compact. Everything is titanium, even nuts and bolts, to make it compact. And this is intended for racing purposes. Thank you very much. Ich bin hier bei Vabs Rider und habe Philipp hier. Hey Philipp, what's the Vabs Rider saddle? So the Vibes Rider is a new saddle that is really comfortable. And the whole idea that you have a seating which is very close to the chair seating, like in terms of surface, but you have a virtual axis. So the pads rotates around your hip, and that makes the seat very comfortable when you're riding. Okay, die Hüften können sich also frei bewegen, also die Pobacken gehen mit hin und zurück und es soll sehr bequem sein. For who is it aimed at? So we have different markets. The first one is the e-bike owners. They seek really comfort for riding. Mhm. And the last bit that is not comfortable is the saddle. So that's a very good fit for them. We have older men that have, health issues and everything, and that makes the seat really comfortable. And one of the last one is our women, especially mothers that deliver their baby naturally. They are more sensitive to the bike seat. And that's a very good seat so that it relieves all the pressure that they usually experience. If I want to buy such a saddle, where can I get one? So those are the 3 working prototypes. Mhm. So we're aiming to go mass manufacturing by the end of the year, and we'll know about the volumes and the pricing at that stage. It's a bit early for us to give a price. Okay, so all the best for your saddle. Thank you, Thomas. Appreciate the chat today. Thank you. Wir sind jetzt bei Commit am Stand. Hey, was gibt's Neues bei euch dieses Jahr? Ja, wir haben unser klassisches Zugsystem ja, ne? Das soll ich mal nehmen, in die Hand nehmen, oder? Ja, genau, mein klassisches Zugsystem. Das kennt man ja eventuell schon, war ja auch bei euch schon immer wieder mal erwähnt. Genau, hängst du hier ein und wenn man am Berg oben ist, lässt man es einfach los und dann fährt man entspannt alleine weiter. Super praktisch, ja. Ja, also nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene haben wir eine super Freigabe bekommen. Und was jetzt neu ist, Was kann man damit ziehen? ja, so 120 Kilo sagt man. Aber im Endeffekt, wir haben schon andere Tests gemacht, wenn ein bisschen schwere Konstellation hat, super funktioniert. Ne? Also alles gut. Jetzt ging es aber darum, Menschen ein bisschen mehr Bungee ins Leben zu bringen, mehr Flexibilität. Und da haben wir jetzt den Bungee-Adapter, Okay. den Bungee-Bike-Adapter entwickelt. Das ist wirklich eine Weltneuheit, gibt es so im Stil nicht. Denn wir wollten mit unserem Zugsystem hier die Möglichkeit haben, einfach mehr Flexibilität beim Hochfahren Was bringt einzuführen. das? Einfach mehr Flexibilität, mehr Kontrolle übers Rad, wenn man auch mal im technischen Gelände sich hochziehen lässt. Ne? Weil teilweise ziehen ja Eltern mittlerweile ihre Kinder am Trailberg hoch. Oder fürs Enduro-Shutteln, für die Rennen. Da geht es manchmal auch ein bisschen verblockt berghoch und dann kannst du deinen Partner berghoch shutteln mit mehr Flexibilität, mit mehr Spielereien. Ja, ruckelt auf jeden Fall um einiges weniger und macht auf jeden Fall viel mehr Spaß und wird halt innerhalb auch von Sekunden montiert. Ja. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Das ist ein Clip und schon ist es weg. Und genauso kann es auch wieder dann montiert werden. Also ziemlich leicht, ziemlich spielerisch und dann passt das auch. Super praktisch. Ja. Gibt's noch was Neues von euch? Ja, es gibt da so verschiedene Räder, die keine Vorbau-Klemmschrauben haben, wo man jetzt hier das Zugsystem einhängen kann. Also wie zum Ja. Beispiel so Laufräder von Kindern, ganz kleine. Zum Beispiel, genau. Und dafür haben wir den Commit Mount. Der wird dann einfach hier befestigt
werkzeuglos, befestigt. Das haben wir in Kooperation mit SB Connect, mit dem Handyhalter zusammen entwickelt. Und dann kannst du wirklich das an jedes Rad hinmachen, egal ob mit oder ohne Vorbauklemmschrauben. Und funktioniert genauso. Du hängst es ein, unterm Fahren, hängst es aus, unterm Fahren. Und nicht nur bei Kinderrädern, also auch, es gibt mittlerweile auch erwachsene Fahrräder, die diese Klemmschrauben nicht Ja. mehr haben, irgendwie Schutzkappe drüber ist oder so. Genau. Oder integriertes Cockpit oder was auch immer. Ja. Absolut, man kennt es ja Ja. mittlerweile, genau, wird ja auch immer mehr trendig. Wenn ich mir jetzt das neue Commit-Zeug kaufen will, bekomme ich das online oder beim Händler? Wie seid ihr unterwegs noch? Überall. Also entweder bei uns, direkt auf der Homepage auf commit-bike.de oder beim Händler vor Ort. Mhm. Wir haben mittlerweile so um die 350 Händler so in Deutschland, wo man es Sollte erhalten einen kann. finden in der Nähe. Ich glaube ja. Und im Notfall gibt es ja dieses Internet und da kann man es ziemlich schnell suchen und finden. Okay. Liegt bei 69,95 und ist wirklich ein tolles Produkt und so ein kleines Helferlein für jung, für alt, für groß, für klein. Jetzt sind wir bei Hawkeye. Ich habe keine Ahnung, was Hawkeye ist und wir sind hier zusammen mit Pete und what is Hawkeye about? So Hawkeye is three main features. The one that you can see here is using cameras to detect objects and hazards that come up behind the rider. So you can see here we have cars approaching the rear of the bike that can also detect bicycles, animals, bears, people, and it differentiates between those. So you're not getting confused between the car and the rider and getting false triggers. So the first thing is a camera, and do you have a display in front that you know what's coming up? So you just use your regular cell phone, like this one here. Regular cell phone. This is a very large one. This is obviously a rendition of it. And so you can all control it completely from a cell phone. And then it also has a display, an LED. So yeah, so this is like a rear light function. So we've got it displaying Hawkeye, but we can change that over to other functions that you might want to have, like a regular flashing red light like this, or like this, or you can even use it as a torch, you know, but we've got it showing the Hawkeye. Okay. So it recognizes objects by the camera. By the camera. And does it work as like a dash cam? Does it record what's... It does. Okay. Also records. So we have a facility for an SD card in here. So you can take this off and put whatever size SD card you want. And that's what this other camera does here. It actually picks up the video and puts it onto that display. I think we can put about a week's worth of video on there. So How long does the battery last on it? Would be... good question. So at the moment, 4 hours, but we still have some optimizations to do. So we expect it to be more than that. The batteries are in this part here. You can charge it here with a regular 5 volts supply. Okay. So there's actually 4 cameras on this. The one main camera goes out to 220 meters, a long way. And then the 2 side cameras goes out to 220 degrees. So you get blind spot protection as well. Last question, is it already available if I want to buy one of them? Very soon. Okay. We're going into production this year. Yeah. So we'll have it ready, I think, for next season, the next summer season. Okay. And if I'm interested, I should go to... Hawkeye.bike. Okay, good. Yes. Thank you, Pete. Wir sind jetzt bei Treibwerk. Hey, Ramon, was ist Treibwerk? Wir sind Hersteller für Cargo-Trailer aller möglicher Art. Also die Möglichkeiten von Gegenständen, welche ihr damit transportieren könnt, sind Also ich kann alles drauf tun, ja? ja, sie sind unbeschränkt. Also wir haben eben durch die Airline-Schienen können Sie alle möglichen Gegenstände sicher runterziehen. Und dann nehme ich einfach die Deichsel in die Hand und gehe spazieren damit und Das zieh's nach Hause? Das könnte sie machen. Also vorzugsweise wird das ans Fahrrad angekuppelt. Mhm. Hierfür gibt es eine geeignete Kupplung, Ja. Harry-Kupplung, die befestigt man an der Sattelstütze Mhm. vom Fahrrad. Und so können Sie das an jedes Fahrrad mit der montierten Kupplung schnell verbinden. Okay. Hat das einen eigenen Antrieb auch? Dieses Modell jetzt nicht. Aber, Zukünftig wird Okay. das kommen. aber eine Bremse hat es dann. Genau, es ist auflaufgebremst. Okay. Gerade da wir unsere Anhänger bis 300 Kilo Mhm. zulassen, ist eine Auflaufbremse Okay. essentiell. Wenn ich so ein Treibwerk kaufen möchte, wo bekomme ich das? Also Sie können klar direkt uns anfragen. Ja. Als Händler arbeiten wir bis heute mit dem Lastenrad B2B aus Freiburg zusammen. Mhm. Also eben, das ist auch gerade bei uns um die Ecke. Okay. Genau. Alles klar. Gut, vielen Dank, viel Erfolg.
Danke Ihnen. Elettrico Italiano ist der nächste Stand, an dem wir sind. Ciao, Andrea. Hi, ciao, ciao. What do you have here on your booth? What do you offer? Okay, first of all, we are a startup and the first time here at Eurobike. We offer e-bikes, all having common carbon frames, and we have 5 models here. First one, hard gravel with a Polini engine and carbon frame, high ride suspension. That we have a city bike called Milano, also carbon frame and FSA rear hub. A full road, full carbon, 12 kilogram e-bike. This is a plain road bike. And then we have other two gravel models. This one is named Agro, and it's a soft gravel, let's say, so it mixes road and light gravel, as you see, for example, in this spot. And again, carbon frame and FSA rear hub. And then we have our Bora, which has been launched here together with that one at Eurobike. And this is a hard trail gravel. It allows you to mount also RockShox, for example, suspension. Okay. And it's less than 14 kilograms and still FSA rear hub. If people want to buy one of your bikes, do you have like a direct to customer, or how do you sell bikes? We are here to get more distribution and new customers, but as we are in Europe, we can deliver directly even to private or to single shops. Yeah. Okay, all the best then. Thank you for coming and to interview us. Jetzt sind wir bei Elliptic Runner. Ich habe den Daniel hier. Daniel, was ist Elliptic Runner? Ganz kurz auf einen Punkt gebracht, es ist ein Outdoor-Cross-Trainer. Das heißt, das Gerät, das vereint eigentlich das Laufen und das Biken in einem Gerät. Okay, ist es schwierig zu fahren und zu bedienen? Also der Hauptunterschied ist eigentlich zu einem normalen Fahrrad, wenn man dort im Wegetritt fährt, dass die Bewegung elliptisch ist. Das ist eigentlich ein Outdoor-Cross-Trainer. Viele Leute kennen das aus dem Fitnesscenter. Aber ohne die Arme zu bewegen hier. Genau, ohne die Arme zu bewegen. Wobei der Trainingseffekt ist sehr effektiv, weil man muss den ganzen Oberkörper stabilisieren, das heißt Rumpf, Rücken und so weiter. Nebst den Beinen wird auch trainiert. Wird man sehr schnell damit? Ja, wie man vielleicht auf dem Video sehen kann, also auf der Ebene kommt man schnell auf 30 bis 35 km/h. Und Durchschnittsgeschwindigkeiten habe ich schon erreicht über eine Stunde zwischen 25 bis 30 km/h. Wenn ich so einen Elliptic Runner kaufen möchte, wo würde ich den bekommen? Also im Moment kann man ihn noch nicht kaufen. Das heißt, ich suche eigentlich noch einen größeren Hersteller, mit dem ich zusammen das Produkt dann realisieren kann. Ja. Es ist eigentlich vom Design und von der Entwicklung her ist es eigentlich market ready. Und der Plan ist, dass wir nächsten Frühling, die ersten Produkte ausliefern können. Okay, viel Erfolg dabei. Okay, danke schön, ja. Frames and Gears, der nächste Stand, das ist Christopher. Hey Christopher. Hi. What are you offering here at the startup area? We primarily make CNC cut components for a high-end race bike, the high-end race bike segment. So the primary parts here are Garmin, Wahoo, and Brighton computer mounts. And we also have a large selection of direct derailleur mounts for Shimano shifting. And besides that, we do a lot of sub-components. So saddle rail mounts, titanium bolt kits, Garmin Varia mounts for seat post and saddle, and a quite broad selection of other products. We have around 600 products at this moment, so this is a select few. If I want to order something from you, how does it work? You can easily go to framesandgear.com. We ship worldwide for free, always for free, even where you are. Of course, in Europe, also Australia, far, far away. It's always free worldwide shipping. Framesandgear.com. Als nächstes sind wir bei Urban Traction. Ich habe Kevin hier. What is Urban Traction? Urban Traction is building a digital powertrain for e-bikes. So it's actually, we're starting with a product that's a kit for bike designers and engineers to develop the whole powertrain of the bicycle, prototype it in software, and manage it. So if I want to develop my own e-bike, I can start with your kit and then get everything running and then switch to the next big thing. So like buy my Shimano or Bosch motor or whatever. You can integrate other motor controllers. You also can use components here and translate those into production. So these are kits for prototyping, and then you can take the intellectual property from the actual design of those chips and move your software over to those as well. So, okay, cool. Yeah. Okay, super interessant, Urban Traction. Also wenn du dein eigenes E-Bike entwickeln willst, wäre das ein guter Startpunkt schon mal. Jetzt sind wir bei Stoller Products. Das ist Sean. Hey Sean, what's your product about?
Our product has been designed specifically for the mountain bike industry and for road bike. We've seen a massive gap in the market with older technology where the hands have always been neglected. There was no new technology to cater for hand fatigue, arm pump, wrist pain, and all that type of things. So How can your product help? our product is basically, you can call it a shock absorbing product. It works with a bicycle suspension. How this works is there's a lot of movement up and down on this product. So what that caters for is to give the rider a more comfortable ride, to prevent injuries on their hands, wrists, and hand fatigue. And basically what makes our product different is it's got magnets in there to bring it back to its normal position on your mountain bike. It's a floating grip. The grip is made out of polymer material, which lasts many years, so you don't have to change it like your normal rubber and foam grips. And it's got a air plenum on the inside. So what happens is when you hit massive obstacles on roads or cobbles or any other terrain, this helps you to absorb the energy more in the grip than in your arms. A normal grip doesn't cater for that. You take the impact directly into your arms. But the grip is guided so it doesn't turn. You have a firm grip and it just moves on the Yeah, handlebar? so basically it will move like this up and down as you go over your cobblestones or whatever the case may be. And if you do take a big jump or hit a big obstacle, this is where this air plenum plays a massive part to prevent that injuries and all the shock absorption in your hands and arms. Okay, thank you. It's only a pleasure. Thank you. If people want to buy such a thing, is it already available here in Europe? We've got a store in Malta in Europe where Okay. we can distribute to the European market. We've got a warehouse in South Africa where we can distribute from that side. Okay. And we've also got an online store where you can purchase directly from our online store So as is well. it stoller.com or how? Stollerproducts.com. Okay, perfect. Thank you very much for your time. Thank you. So, ich stehe jetzt mit Fritz und Jona hier zusammen. Fritz, du hast einen mobilen Bikeständer dabei. Kannst du uns den erklären? Diese mobile Bikeständer ist genau für die Leute, die keinen Bikeständer wollen und trotzdem manchmal einen brauchen. Okay. Also wenn ich ein Mountainbike habe, wo keins montiert ist, kann ich dann trotzdem deinen Bikeständer nutzen. Ganz genau. Okay. Das Wie ist, funktioniert das? das ist ein Pedalständer und der wird einfach am Pedal eingehängt. Dann wird das Pedal nach unten gedreht und dann stützt sich das Pedal auf diesem Ständer ab. Okay, komm, das gucken wir uns mal an hier. Ja. Hier sehen wir es. Genau, hier sieht man das. Und sollen wir auch zeigen, wie der eingehängt wird? Macht mal. Okay. Der wird da einfach eingehängt ins Pedal. Das Pedal wird auf 6 Uhr gedreht Okay. und dann steht das Bike, Wieso bist du auf die Idee gekommen? Sehr eigentlich naheliegend. Warum? weil ich selber gebraucht habe. Du hast es gebraucht, okay. Ja. Wir verwenden für sowas immer Stöcke und du hast Ja. jetzt bist da drauf gekommen? Ich habe gesucht am Fahrrad, wo Okay. kann man ein Fahrrad stützen. Okay. Und dann habe ich die Stelle gefunden. Und jetzt kommt der Vorteil gegenüber dem Stock, nämlich wo das Teil mitgeführt wird. Okay, da bin ich gespannt. Und auch das wird der Jona jetzt zeigen. Okay. Die Halterung. Okay. Die Halterung ist dieses kleine Teil. Und die hat Platz unterm Flaschenhalter. Kann ich das bestellen online bei dir auf der Webseite? Oder? Oh ja, fritzbikestand.de und schon sind wir dabei. Okay, sehr gut. Vielen Dank, viel Erfolg. Wir sind bei Turelli. Hey Philipp, was ist Turelli? Hallo, Turelli ist ein Clipless Bike Pedal und wir machen Clipless Bike Pedal wie alle anderen auch, nur das Ziel war es, das so einfach wie möglich zu designen. Das heißt, unser Design ist speziell, weil du kommst deutlich leichter rein als bei allen anderen Pedalen. Dann zeig mal, wie es aussieht. Das Ganze ist rund, das heißt, der Klick geht von jeder Richtung. Es gibt kein oben und unten mehr. Also keine Das ist also das Seitenklicker. Pedal jetzt. Das ist die Basic-Version, genau. Dann geht es weiter mit einer leichteren Version, die ist komplett aus Titan und Titan 3D-Druckkörper. Okay. Die ist dann schon mit 180 Gramm für ein Mountainbike, Roadbike-Pedal super leicht. Und dann kommen wir weiter zur leichtesten Version. Diese wiegt nur 100 Gramm das Paar und ist eine Mischung aus Spritzgussteil und Metallringen, welche umspritzt werden. Das ist sehr rund und es gibt kein oben, kein unten. Wie funktioniert das jetzt mit dem Pedal? Wie kann ich einklicken? Genau, also der Mechanismus ist im Glied verbaut. Das heißt, wir haben eine Feder, also es ist kein magnetisches System, wir haben ein mechanisches System und die Feder rastet einfach in den Pedalkörper links Kannst du und das rechts. mal zeigen? Ja, auf jeden Fall.
Ich habe hier gleich ein Pedal dabei. Okay. Der Schuhteil am Mountainbike schaut so montiert aus. Genau. So leicht kommt man ran von jeder Seite, ziemlich fest drinnen. Und jetzt hätte ich den ganz normalen Float und zum Rauskommen ganz normal Schuh verdrehen und man ist draußen. Das ist super cool. Gibt es das Turelli schon zu kaufen? Wir werden im November mit einer Kickstarter-Kampagne starten. Jetzt kann man sich schon kostenlos auf unserer Website vorregistrieren und sichert sich bis Ende Juli noch 20%. Noch etwas Cooles an unseren Pedalen ist, wir haben ein Pedal für Rennrad und Mountainbikes. Das heißt, es gibt nur noch ein Pedal und nur die Glieds sind anders. Das ist auch noch ein Vorteil, den ich vorher nicht erwähnt habe. Gehört Okay. unbedingt dazu. Das heißt, es gibt Glieds für Rennrad SPD oder SPD SL und ganz normales SPD? So ist es, ja genau. Also ich hätte hier sogar einen Rennradschuh auch noch dabei. Das ist natürlich ein Prototyp. Später ist das kein Metall mehr. Und einrasten geht genauso. Drinnen. Jetzt habe ich meinen ganz normalen Float, wie immer. Das ist jetzt Free Float, kann man aber einstellen, der kann auch von der Feder gestützt sein. Und zum Das Rauskommen. stellt man im Glied dann ein. Genau, das Pedal das- ist immer gleich. Das einfach nur Pedal rot. ist immer gleich, genau. Und einfach durch Verdrehen komme ich wieder raus. Alles klar, viel Erfolg mit dem Turelli. Ja, vielen lieben Dank. Jetzt sind wir bei Thomas. Du hast den Y-Mount dabei. Was ist der Y-Mount? Der Y-Mount ist ein Federal Mounting System, ein universeller Fixpunkt fürs Fahrrad, an dem man bis zu 6 Kilo hängen kann. Die Idee war, dass man Satteltaschen und anderes Zubehör ohne Riemen befestigen kann und Satteltaschen nicht mehr schwingen. Also man hat eine kraftschlüssige Verbindung und das sieht man mal hier. Das ist eine Tasche mit dem Y-Mount. Wir klemmen das Ganze mit 4 Punkten an die Sattelstreben und haben dadurch eine ganz stabile Verbindung ohne Riemen. Man kann das Ganze auch ganz schnell abbauen. Das heißt, die Schraube ist ein einziges Mal fest und dann ist es dran und Genau. dann. Oh, okay. Also das ist im Prinzip der Carbonrahmen, an dem das ganze System hängt. Und das ist mit 4 Punkten an den Sattelstreben geklemmt, sodass man also hier ein ganz stabiles, kraftschlüssiges System hat. Und da Gehört kann das man- auch zu dem Y-Mount oder ist nur das kleine Teil der Y-Mount? Das kleine Teil ist der Y-Mount, das andere ist das Zubehör, was wir brauchen. Alles Ja, klar, also okay. die Tasche Ja. oder hier einen Stabilizer mit Ja. Flaschenhaltern und so weiter. Das heißt, ihr bietet den Y-Mount plus Zubehör alles an. Genau. Okay, cool. Das ist ein System sozusagen. Ja. Okay. So eine Art Anhängerkupplung. Perfekt. Das Ganze wiegt 29 Gramm, also ist extrem leichtgewichtig. Hätte ich gerade gefragt, aber es ist ja, Ja. fast nichts dann. Okay. Es ist aus Carbon gebaut. Ja, klar. In Deutschland. Mhm. Und kann man das schon kaufen? Ab Oktober wird es lieferbar sein in unserem Shop unter ymount.de. Da bekomme ich dann die Basis quasi, das Zubehör und alles, was ich brauche. Genau, wir werden 3 Größen an Taschen haben. Wir werden Flaschenhalter haben, den Weimont selber natürlich. Wir haben Garmin Varia, Radar, Rücklichthalter. Wir haben Schutzblech, wir haben eine Food Pouch. Es kommt dann noch mehr Zubehör im Laufe der Zeit. Alles klar, viel Erfolg. Ja, danke euch. Hey Chris, was ist Jerka? Ja, Jerka ist ein Fahrrad, das man nicht klauen kann, weil dasselbe Rahmen das Schloss ist. Deswegen, wenn jemand es stehlen möchte, er muss etwas vom Fahrrad zerstören und dann kann man es nicht mehr fahren. Das klingt kompliziert. Zeig mal, wie das Ja, funktioniert. ist ganz einfach doch. Macht man nur auf, dann Sattel raus, wieder reinzustecken und mit dem Schloss schon fertig. Wow, Ja. das waren jetzt 3 Ja. Sekunden, 5 Sekunden? Ja, ungefähr 6 Sekunden kann ich schon machen. Ja. Okay. Und gibt es das Produkt schon? Kann ich das schon kaufen? Ja, Sie können die normale Version schon kaufen und jetzt haben wir diese elektrische Version entwickelt. Die werden wir Anfang nächstes Jahr schon verkaufen. Okay. Und kann ich die auch hier in Europa kaufen? Du kommst aus Chile? Ja, wir kommen aus Chile und Sie können auch hier in Europa kaufen. Wir schicken Sie von Chile nach Europa und jetzt suchen wir für einen Händler hier in Europa auch, Okay. damit es viel einfacher ist. Okay. Sehr cool. Viel Erfolg dann. Ja, vielen, vielen Dank. Ich stehe jetzt bei Jakob. Jakob, was ist Wunderfix? Wunderfix ist die Full-Service-Lösung für Menschen, die Versenderfahrräder gekauft haben und in der Situation sind, dass sie ihr Fahrrad aus dem Karton geholt haben, denken, ich müsste eigentlich nur den Lenker gerade drehen und das Vorderrad einsetzen und dann feststellen, okay, sie haben irgendwie ein Problem am Fahrrad, müssten mit diesem Problem am Fahrrad entweder einen Kumpel fragen, ob er ihm helfen kann oder eine Fahrradwerkstatt und kommen dann in die Situation, dass Fahrradläden zum Beispiel, weil sie einfach komplett voll belegt sind mit Terminen, sagen,
kommen in 5 Wochen wieder, kommen in 6 Wochen wieder und sich dann halt denken, Mist, verdammt, eigentlich ist es doch gar nicht so ein Wo es großes aber nur Problem. darum geht, die Pedale richtig rum einzuschrauben oder so. Ja, oder das Spiel im Steuersatz zu lösen oder die Okay. Schaltung einzustellen oder ein gebrochenes Schutzblech zu ersetzen. Und wie funktioniert das jetzt? Ich würde dann online über die App oder eine Webseite einen Termin buchen und dann? Das Ganze funktioniert so, dass unsere Kunden letzten Endes die Online-Versender sind. Das heißt, Online-Versender können bei uns Ticketmengen kaufen und sagen, okay, für Fälle, die Sie als Wunderfix-Fall erachten, können Sie ein Ticket ziehen, können das mit diesem Fall an uns weiterleiten und wir gehen dann auf die Kunden zu und sagen, installier dir doch unsere App. In der App klären wir erstmal gemeinsam, wie sind deine Fähigkeiten an Fahrradreparaturen, was für einen Fehler hat denn dein Fahrrad eigentlich, was hast du an Werkzeug zu Hause. Und wenn das sich alles als positiv zeigt, dann können wir gemeinsam einen Videocall durchführen und dann bei diesen leichten Reparaturen, für die man eben kein Zweiradmechatroniker sein muss, können wir dann eben unterstützen. Wann startet Wunderfix? Oder gibt es das schon? Na, im Grunde genommen gibt es uns seit 4 Wochen, aber so richtig live gehen wollen wir im September. Wir sind jetzt beim Simon von Carbon Works. Hey Simon, du machst ja normalerweise kleine Anbauteile. Was haben wir jetzt diesmal hier dabei? Ja, hier ist fast alles von uns. Also ich bin Carbon Works, tatsächlich kleine Anbauteile wie jetzt hier der Flaschenhalter, Lenkerstopfen, Ultraleichte, der Sattel in der Kooperation mit Chilou Carbon Creation. Ich mache normalerweise auch Tachohalterungen. Aber hier, was wir jetzt sehen, was natürlich auch sehr eindrücklich ist, ist der Rahmen von Baldiso. Hier haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein Rad zu bauen, was sehr emotional ist. Also wo man Lust hat, abends wie bei dem Cabrio eine Runde zu fahren, im Sonnenschein nach einem harten Arbeitstag das Rad rauszuziehen, wo man Lust drauf hat, die Feierabendrunde zu machen. Man sieht hier, die Form ist ein bisschen anders wie die klassische Diamantrahmenform. Also nicht diese klassischen runden Rohre, Streben, die im Knotenpunkt miteinander verbunden werden. Das sieht sehr organisch dann aus, ja. Nee, es sieht dann schon anders aus, genau. Das ist eher, wie man sich es vorstellt, bei einem Ei, bei der Schale. Diese runde Geometrie, die sehr druckfest ist. Nicht diese Triangelform, diese Dreiecksform. Wirklich wie eine Wurzel eines Baums wachsen würde, wie Äste, die sich verbinden würden. Von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, wie ein Knochen, der in der Mitte dünner ist, ein Knotenpunkt am Ende wieder dicker wird. So haben wir quasi gedacht, wie können wir die Punkte verbinden. Und dann entsteht diese, ja, bisschen natürlich bionisch anmutende Form mit komplett durchlaufenden Linien. Also man sieht da keinen Bruch im Rahmen. Es ist quasi alles eine große Form, ja. Gibt es das Rad schon? Kann ich das kaufen oder ist es ein Einzelstück jetzt? Das Rad ist jetzt quasi das erste Serienmodell. Wir sind aber aktuell noch in der Testphase. Aktuell wiegt der Rahmen ca. 1100 Gramm, je nach Lackierung etc. Wir wollen da noch ein bisschen was rausholen eventuell. Man muss dazu sagen, die integrierte Sattelstütze ist natürlich schon mit dabei. Okay. Es gibt dann wahrscheinlich, die ersten Vorbestellungen werden September, Oktober ausgeliefert. Wo kann ich das bestellen? Bestellbar bei Baldiso, entweder auf der Webseite oder im Store in Waltenhofen, Kempten im Allgäu. Okay. Und ja, Gut. Dann viel Erfolg mit dem Rad. Dankeschön, ja. Hey Lutz, was ist der Solo Wing Trailer und für wen? Der Solo Wing Trailer ist ein Einspur-Hochdeichselanhänger für Kinder. Was ist das Besondere dran? 3-4 Jahre. Ja, mir ist es gelungen, einen Anhänger zu konstruieren aus Carbon, aus Thermoplast und Duroplast-Carbon, Teile aus dem Drachenbau und einer Verspannung aus dem Drachenbau und werde an die 6 Kilo kommen. Das heißt, es wird der leichteste käuflich zu erwerbende Kinderanhänger sein. Er hat 2 Überrollbügel, die schützen, vorne und hinten. Der Passagier sitzt in einer Sitzmulde, die aufgehängt ist und keinen Kontakt hat zum Fahrgestell, also entkoppelt ist von kleinen Stößen und Vibrationen. Das, was wir jetzt hier sehen, ist im Regelfall Paris-Roubaix, vielleicht schon die ersten 5 Kilometer. Okay, also die Anzahl der Stöße sind 4 Stück pro Radumfang. Also auf 2 Meter kommen 4 Stöße. Der Hintergrund war, wir, die Familie, sind in Sölden zum Rennradmarathon jedes Jahr angemeldet. Meine Söhne haben Kinder bekommen. Die Frauen sagen, wenn ihr trainieren geht, nehmt doch die Kinder mit. Also musste ein Anhänger her, der sportlich genug ist, der leicht genug ist, um ihn auch an ein Carbon-Rennrad zu befestigen.
eine Carbon-Sattelstütze zu befestigen und das ganze Training dann halt mit Kind zu ermöglichen. Das Kind, Zeit wahrscheinlich, wenn ihr dann ohne Kind unterwegs seid, oder? ja, auf die Bestzeit warten wir noch. Also wir sind froh immer, wenn wir ankommen. Okay. Also das ist das Ziel. Und kann man das schon kaufen? Das ist jetzt der Prototyp Nummer 1 aus Carbon-Alu. Das, was in den nächsten Monaten sein wird, ist ein Vollcarbon-Rahmen mit Thermoplast mit Unterstützung einer spezialisierten Firma. Die Rohre werden extra für uns gefertigt und gewickelt und später thermoplastisch in die Form gebracht, die entsprechend notwendig ist. Und kaufbar, ich gehe davon aus, dass wir in Sölden zum Ötztaler erste Wochenende im August die ersten 5 Stück wirklich so fertig haben, dass sie verkauft werden können. Wir sind bei Solar Move und das ist Guillaume. Hey Guillaume, what is Solar Move? It's a new company. We create a solar trailer or trailer for the traveling, and it's very multi-purpose trailer for traveler, and it's a waterproof trailer like this. Open it. You have a big volume of around 120 liter, and it's a very light trailer because What's the weight of it? it's under 9 kilo. Under 9 kilo. Okay. Without solar panel. It's more with a solar panel, but actually it's under 9 kilo. Very light. And it's waterproof too. You can put your stuff inside. Okay. And then you can put your surfboard or whatever Also, on top. yeah, a solar panel or a surfboard. Okay. And another thing is very interesting. If you pull up the rear, Okay. you If can you- put inside the trailer. And then I can just take it here? Yeah, Oh, it's like a trolley. like a trolley. Yeah, okay, You perfect. can take the train or the plane with with the trailer. Okay. Okay, interesting. So it's aimed for like adventurous. Yeah, adventurous. You can recharge your e-bike battery with your solar panel. You Okay. have 2 sides of solar panel. Yeah. The small one, the big one. Mhm. And for example, for the small one, you can recharge around 400 to 500 watt-hour by Per day. Okay. It's That- like that's a a lot. normal battery Yeah. for e-bike. Okay. Good. And we have 2 solutions to fix the trailer on the bike. Mhm. You have the solution with the rear axle Okay. on your bike, Mhm. or you have Okay. Like a kid's trailer. yeah, you Okay. you can fix on a saddle close. tube. Yeah. Okay. Vielen Dank. Thank you. Das waren die Highlights von der Eurobike 2024 von der Startup Area. Wäre jetzt hier irgendwas dabei, wo du dein Geld für ausgeben würdest? Welcher Daniel Dielsen-Trieb hat dich am meisten beeindruckt? Schreib's in die Kommentare, ich bin sehr gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.